Tag auch Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute eine Werkstattausgabe. Ich stehe hier vor dem Holden. Der hat ja einige Blessuren mitbekommen. Ich bin damit in Australien gestartet, bin dann ein bisschen in Nordamerika gefahren, bin dann hier in Europa ums Schwarze Meer herumgefahren, war in Russland, habe den jetzt als Motorradtransporter in Frankreich verwendet und da ist ein bisschen was aufgelaufen. Ich zeige euch mal ein paar Details. Das erste Problem ist, ich bin über den Reifen gefahren und vorne ist relativ viel krumm. So, man sieht also hier, gibt es tatsächlich ein falsches Passmaß. Auch hier an der Haube passt der Scheinwerfer nicht richtig. Im Prinzip muss der Scheinwerfer wieder nach vorne gezogen werden. Das hier habe ich nur mit Kabelbinder zusammengehalten. Und auf der anderen Seite gibt es ein ähnliches Problem. Ich bin hier tatsächlich beim Rückwärtsfahren über so einen Torgenubbel gefahren. Das heißt, ich zeige euch das mal eben hier. Das ganze Teil ist dann entsprechend hier rausgezogen worden. Das heißt, der Plan für heute ist, ich entferne den Stoßfänger, richte den Scheinwerfer wieder korrekt aus, baue das alles zusammen, sodass die Spaltmaße wieder stimmt. Ich bin mir im Moment unsicher, ob ich den Reifen ausbauen muss, beziehungsweise beide Räder abbauen muss, um hier dran zu kommen. Ich schätze mal, ja. Also als erstes Mal muss der Wagenheber her, das Auto ein bisschen angehoben werden und dann sehe ich mal weiter. Also wahrscheinlich komme ich nicht bis zum Motorträger. Ja, das werde ich gleich mal sehen. So wie es im Moment aussieht, muss ich den Wagen von der Seite anheben, weil ich von vorne nicht bis zu dem festen Teil komme. I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. So, Rack, das sieht man auch. So, den kann man jetzt einfach mit dem Schraubenzieher so ein bisschen rausziehen. Man sieht das hier, man kann das rausnehmen und man hebelt hier mit dem Schraubenzieher etwas unter und zieht das Teil raus. So, man sieht, dieses Teil ist schon komplett locker. Jetzt gilt es, das wahrscheinlich unten abzumachen. Also ich hoffe, dass ich die Schrauben unten auch so leicht rauskriegen kann wie oben. Was haben wir hier? Das ist alles gar nicht fest. Das ist auch so. Das ist locker. Das darf eigentlich auch nicht sein. Ich muss den vorderen Teil der Radlaufverkleidung anmachen, da ist auch sowas drin wie oben. Okay, das ist ab. So, die Radlaufverkleidung ist jetzt komplett locker. Ich komme an die Befestigung hier zwischen Radlaufverkleidung und Kotflügel dran.
Ja, dieser Stoßfänger vorne ist hier vorne ein bisschen eingehakt. Den kann man also tatsächlich, der war hier drunter und ich habe den ein bisschen nach vorne geschoben und dann rausgezogen. Dann ist er lose. Das Ganze versuche ich ja auf der anderen Seite nochmal zu zeigen, wie das ging. Also den Stoßfänger reingedrückt. Der Vorführeffekt. Ist er los? Fast ab. So. So, jetzt nehme ich nochmal die Kamera ab und den Stoßfänger hier abgemacht. Das muss ich gleich noch ein bisschen schützen, damit ich das Kabel nicht abreiße. Hier sieht man auch schon das Problem. Also der Scheinwerfer ist hier nicht so richtig in der Halterung drin. Und hier gibt es eine Plastikstruktur. Ich werde mal überprüfen, was hier das Problem ist. Hier sieht man zum Beispiel, ist etwas gebrochen. Das ist da heile. Jetzt werde ich mal hier diesen Scheinwerfer hier oben losschrauben. Um den Scheinwerfer auszubauen, muss ich wahrscheinlich diese beiden Schrauben lösen. Ich bin mir nicht sicher. Ich mache das einfach mal. So, mal sehen, was jetzt die Scheibe vollgebracht hat. Zumindest mal das Teil ist los. So, jetzt hier noch die letzte Schraube rausdrehen. Voilà. So, was ich hier jetzt gemacht habe, ich habe den Scheinwerfer hier dran gesetzt, hier oben festgeschraubt, während ich den hier unten richtig ausgerichtet habe. Man sieht also hier so ein bisschen, das passt immer noch nicht so richtig, aber ich glaube, das ist gut genug und kann den Scheinwerfer jetzt hier oben entsprechend festschrauben. Ich befinde mich jetzt hier direkt an der Scheibe. Hier sieht man die Bruchstelle von dem Teil, was fehlt. Und hier sieht man jetzt tatsächlich die Halterung vom Scheinwerfer und das hintere Teil. Ich werde jetzt den Scheinwerfer mal festziehen und gucken, wie viel Spannung da jetzt so drauf ist. Ich würde sagen, das geht.
So, das gleiche jetzt hier hinten. So, ich möchte noch mal den Blick auf diese komische Konstruktion legen. Hier ist ja dieses Plastikteil. Das wird hier in diese zwei Füße vom Scheinwerfer geschoben und hängt da einfach nur locker drin. Wird dort und dort verschraubt. Sehr kurios. Wie auch immer, ich mache das Ding wieder fest. Ah, man sieht übrigens hier, da ist ein bisschen Schraubenkleber dran. Das werde ich auch machen. Und zwar hier mit diesem ungefähr 20 Jahre alten Schraubenkleber. Ne, er ist 30 Jahre alt. So lange hält so eine Flasche bei mir. Aber der ist noch gut. Das ausprobiert. So. Ich schraube das jetzt im angebrochenen Zustand wieder fest, weil ich das verkleben möchte, bzw. verschweißen möchte. Das ist fest und der Lötkolben ist hoffentlich warm. Und mal sehen, geht es? Ja, das funktioniert. Man sieht hier, ich gehe einfach ein bisschen rein und drücke mit der Spitze des Lötkolbens in den Kunststoff hinein. Ich würde mal sagen, das langt. Ja, die nächste Aktion besteht darin, den Scheinwerfer hier wieder einzuhaken in diese Laschen. Und ich muss natürlich das Kabel wieder auf den Scheinwerfer stecken, den ich rausgezogen habe. Man sieht hier am Brand, der Scheinwerfer passt noch nicht so richtig. Das okay. So, der ist mal offensichtlich drin. So. Ja, wenn man hier jetzt reinguckt, sieht man, dass das hier noch nicht richtig zusammenpasst. Hier kann ich noch etwas mit der Zange begradigen, bevor ich das festschraube. So, jetzt passt es gut. So, das war's für heute mit Reparaturarbeiten am Holden. Der Stoßfänger sitzt wieder ordentlich. Ich blende euch hier mal ein paar Details ein. Die nächste Aktion wird sein, die etwas blinden Scheinwerfer wieder aufzupolieren und ein großes Problem, die Bremsscheiben haben eine Unwucht, vibrieren ziemlich stark, die müssen erneuert werden. Auch die Bremsklötze sind ziemlich verbraucht und müssen ebenfalls erneuert werden. Das Problem ist, man wird wahrscheinlich mit der australischen Fahrgestellnummer hier keine Teile bestellen können. Ich muss also die Sachen ausbauen und anhand der Größe der Scheibe feststellen, welche ich zum Beispiel aus dem Camaro oder dem Pontiac G8 kaufen kann. Das ist im Prinzip kein Problem. Ich habe übrigens in den USA ein paar Bremsscheiben gekauft, die zu groß waren. Also wer ein paar, ich glaube, 25er Bremsscheiben braucht, kann sich bei mir melden. Die liegen bei mir neu und unverpackt rum, kann ich für einen Sonderpreis verkaufen. Ja, ich würde mal sagen, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt die Glocke, abonniert den Kanal, ja,
teilt dieses Video in euren Social Networks. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Wenn es wieder heißt, nur ein Umweg entfernt. Dieser Umweg war jetzt in die Werkstatt, aber das muss auch mal sein. So. Ja, übrigens hier bei der Gelegenheit, wenn das schon mal ab ist, ich habe hier ein bisschen 600er Schleifpapier und werde mal an einer kleinen Stelle versuchen, ob ich das bekomme. Jo. Der Problemscheinwerfer hier übrigens. Ich habe hier mit 600er Schleifpapier rumgeschliffen. Man sieht übrigens, wenn man ganz genau hinguckt, immer noch ein bisschen Pitting. Das war also eine gute Sache mit dem 600er, um erstmal den Steinschlag rauszubekommen. Und später wird es dann wahrscheinlich mit... Aber hier komme ich jetzt zur Problemzone. Ja, ich muss ein bisschen machen, dass sich der Chip ein bisschen drauf einstellt. So, hier sieht man, das passte ja am Anfang überhaupt nicht. Passt wieder hervorragend. Auch hier die Fuge zwischen Stoßfänger und Bumper passt sehr, sehr gut.